Herzlich willkommen zu einem Bericht aus dem Erzbischöflichen Palais in Wien. Hier treffen die Loretto Herbsttage zusammen mit der 24/7 PRAYER Bewegung und da spielen sich sehr viele geistlich interessante Dinge ab. Well, I think when Catholics and Protestants are beginning to get together in this way, we're seeing something very fresh happen, which Wenn Katholiken und Protestanten auf diese Art zusammenkommen, dann erleben wir, dass etwas ganz Neues passieren kann. Auf kirchenoffizieller Seite ist schon viel passiert, aber was wir jetzt erleben, ist ein Grassroots-Movement, ganz an der Basis, wo Christen sich versammeln, um das gemeinsame Erlebnis der Herrschaft Jesu, ein gemeinsames Erleben des Heiligen Geistes und eine geteilte Leidenschaft, die Welt für Jesus verändert zu sehen. Und wenn wir als Freunde zusammenkommen, erleben wir, dass unsere Unterschiede gar nicht so groß sind, wie wir ursprünglich dachten. Für mich ist das eine Bewegung des Heiligen Geistes, wo Mauern eingerissen werden, wo gemeinsames Verständnis entsteht, Freundschaft, Liebe füreinander und eine Hingabe aneinander. Und was wir als nächstes sehen werden, ist, dass die Kirche einen neuen Einfluss nimmt in der Welt, sei es durch Evangelisation oder einfach als ein missionarisches Zeichen in einer Welt, die dringend Jesus braucht. Wie verändern solche Events euch als Loretto-Gemeinschaft? Ja, ich würde sagen, sie machen uns liebevoller weiter, öffnen uns, machen uns auch demütig, weil wir erkennen, dass einfach der Heilige Geist in unseren Geschwistern wirkt auf eine Weise, die wir noch gar nicht erfahren haben oder nur am Anfang stehen von dieser Erfahrung. Und wir sind einfach fühlen uns unglaublich geehrt, dass wir da diese Freundschaft beginnen. Und dass wir da so viele Leute kennenlernen, die einfach so verrückte Hingabe leben zu Christus. Ja, da wächst tatsächlich eine neue Freundschaft, eine tiefe Freundschaft zwischen Gruppen. Und eine vermehrte Liebe zu Jesus bringt auch eine vermehrte Liebe füreinander. Ja, ich würde das Gleiche sagen. Also auf jeden Fall. In 2015, the 24/7 Prayer tribes gathered to celebrate our 15th birthday in St. Stephen's Cathedral here in Vienna. Im Jahr 2015 kamen wir als 24/7 PRAYER Bewegung hier im Stephansdom zusammen, um unseren 15. Geburtstag zu feiern. Und damals geschah etwas, was eine Bewegung auslöste. Wir füllten den Stephansdom mit Lobpreis und viele junge Menschen aus vielen Ländern waren dabei. Und kurz danach sprach uns dann der Erzbischof von Canterbury an und sagte, können wir das zu Pfingsten 2016 nicht in 5 englischen Kathedralen machen? Und so geschah es, 5 Kathedralen gefüllt mit Menschen voller Gebet. Und das verbreitete sich dann unter dem Namen Thy Kingdom Come, Dein Reich komme. Und dieses Jahr zu Pfingsten waren wir in 114 verschiedenen Ländern mit dieser Initiative. Christen aus 65 verschiedenen christlichen Bekenntnissen kamen zusammen. Und sie alle kamen in Einheit zusammen an Pfingsten, dem Geburtstag der Kirche. Und diese Bewegung begann hier im Stephansdom vor 3 Jahren. So schnell können die Dinge geschehen, wenn der Heilige Geist am Wirken ist. Und das lesen wir im Psalm 133. Der Segen Gottes wird ausgelöst, wenn Brüder und Schwestern in Einheit zusammenkommen.
Er schüttet seinen Segen aus. Und das erleben wir hier in unserer Zusammenkunft als 24/7 Prayer Bewegung in Wien. Wir erleben einen außerordentlichen Segen von Gott. Als Katholiken und Freikirchler haben wir eine Beziehung gebaut miteinander. Wir haben voneinander gelernt, miteinander angebetet und es gab Versöhnung, unter Tränen, aber mit viel Segen. Ja, es ist unglaublich. Also es war gestern der Gebetsabend, wo Freikirchler für Katholiken gebetet haben und umgekehrt. Und ich erlebe es halt toll, weil vor allem die junge Generation total offen damit umgeht und total unbelastet ist und da wirklich eine große Freiheit hat, gemeinsam zu beten, weil wir so viel zu teilen haben. Also ich finde es sehr positiv und sehr als eine gewisse Natürlichkeit mittlerweile, die in der Ökumene da ist, vor allem in der Jugend. Also ich glaube, es ist echt ein prophetisches Treffen, was hier passiert. Wenn Protestanten und Katholiken zusammenkommen und gemeinsam beten, dann hat es eine unglaublich starke Kraft und eine Strahlkraft nach außen hin. Und ich glaube, es sind Tage, die wir nicht so schnell vergessen werden, die einen Impact haben auf das ganze Land. Also das, was ich mir persönlich mitnehme, ist einfach totale Ermutigung für die Kirche in Österreich. Ich glaube, dass das Christentum einfach sehr relevant ist für die Gesellschaft und dass wir das auch brauchen, dass wir Jesus einfach wieder im Zentrum brauchen. Und das, was ich sehe, dass so viele Menschen einfach einen Hunger haben nach mehr Glück, nach mehr echter Sehnsucht nach Gott eigentlich. Und ich glaube, wenn wir als Christen zusammenrücken und in Einheit zusammenkommen, dass da etwas ganz Großes, Gewaltiges passiert, damit Menschen wieder näher zu Jesus finden. Wenn Protestanten und Katholiken zusammenkommen in der Weise, kommt der Heilige Geist in einer besonderen Weise. Es entsteht aus einer Atmosphäre von Freundschaft und von Respekt und von Lernen entsteht eine Form von Inspiration, die es in der Weise nicht so oft gibt. Deswegen sind solche Treffen gut. Es gab vor einigen wenigen Tagen ein Statement von Papst Franziskus, der darauf hinweist, wie wichtig es wäre für Katholiken, mit Freichristen zusammenzuarbeiten. Und das passiert gerade hier vor dem Hintergrund von Freundschaft, Interesse und Gebet. Die Freundschaft mit 24/7 Prayer verändert uns von Loretto insofern, dass wir einfach extrem viel Inspiration holen und auch einige Sachen auch einfach hinterfragen lassen. Also sie haben uns sehr stark inspiriert in einigen Bereichen und sie hinterfragen uns in einigen Bereichen im Hinblick auf Mission und auf soziale Gerechtigkeit. Und das tut uns gut. Es tut uns gut, dass jemand von außen fragt, hey, wie schauen wir da aus, wie schauen wir da aus?
Moment. Du bist hier, weil ich dir sagen möchte, ich bin ein Gott, ein guter Gott, der dich liebt. Und der dich wunderbar geschaffen hat und der dich einlädt, heute Abend diese Liebe anzunehmen, diese Wahrheit anzunehmen, dass du mein Kind bist, dass du mein Sohn, meine Tochter bist, für den ich einen wunderbaren Plan im Leben habe. Und meine Arme sind für dich offen. Ich warte darauf, dass du dich in meine Arme, dass du in meine Arme läufst. Und du bist nicht zufällig hier, du bist hier, weil ich dir sagen möchte, ich liebe dich und ich habe große Pläne in deinem Leben. Vertraue mir. Ich habe den Eindruck, dass der Herr ganz besonders jetzt jene anspricht unter uns, die sagen müssen, ich kenne diesen Jesus nicht, von dem sie hier singen. I have the impression that the Lord, that there are some people here who say, I don't know this Jesus who they are singing of. Und der Herr möchte dich heute ganz besonders ansprechen. And the Lord wants to speak to you specifically, to you who do not know Jesus yet. Und er sagt zu dir, du kennst mich nicht. And He's telling you, you don't know me, aber ich kenne dich. but I know you. Ich kenne dich von Ewigkeit her. I've known you ever since eternity. Und ich liebe dich, so wie du bist. And I love you just as you are. Und ich will heute dein Herz berühren. And tonight I want to touch your heart. Und wenn du das spürst, dann lade ich dich ein, einen Schritt zu tun, einen Umkehrschritt. And if this speaks to you, I ask you to make a step towards Jesus. Kehr zu mir. Come to Jesus. Return to Jesus. Komm zu mir. The Lord is telling you, come to me. Für dich bin ich am Kreuz gestorben. I have died on the cross for you. Ich habe mein kostbares Blut für deine Sünden hingegeben. I have given my precious blood for you to wash your sins. Ich habe dich erlöst. I have redeemed you. Komm zu mir. Come to me. Kehr zu mir. Return to me. Nütze diesen Tag. Use this evening. It is the moment now. Komm. We invite you to sing along. The lyrics are written on the screens. We invite you to lift your voices and to sing the worship song. Raise your voices, guys. Come on.
See, what kind of king is Jesus? Also was für ein König ist Jesus eigentlich? What kind of power does he have? Was für eine Kraft hat er? How does his power work? Wie funktioniert seine Kraft? The power that's displayed in Jesus dying on the cross Die Kraft, die hier exponiert wird, wenn Jesus am Kreuz stirbt, is a power that does not rival any other. ist eine Kraft, die stärker ist als jede andere. It is the power of God. Es ist die Kraft Gottes. And God is love. Und Gott ist die Liebe. The whole intention of Jesus dying on the cross Die ganze Absicht, dass Jesus am Kreuz stirbt, was to reveal the will of the Father, war, um den Willen des Vaters zu offenbaren, was to unveil the power of God, um zu zeigen die Kraft Gottes, so that the whole world could see the ultimate power, sodass die ganze Welt die ultimative Kraft sehen könnte, could see who God really is. um zu sehen, wie Gott wirklich ist. And when that was revealed, Und als das offenbar the wurde, whole world could finally see konnte die ganze Welt sehen, that the power of God dass die Kraft Gottes is love. ist die Liebe. What kind of a power do you know Was für eine Kraft kennst du, that can take violence die Gewalttätigkeit nehmen kann and exchange it for peace? und es umwandeln kann in Frieden, Who can take suffering das Leid nehmen kann and exchange it for healing? und Heilung zurückgeben kann, Who can take cursing das Flüche nehmen kann and exchange it for blessing? und Segen zurückgeben kann.